Lieber Stier, herzlich willkommen zu deinem Juli-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein Juli gestalten möchte, was er für dich bereithält, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was zu beachten ist, wichtig ist oder aber auch, was am besten ganz außer Acht zu lassen ist. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unten unterhalb des Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Stier im Juli. Kurzes Innehalten, Richtungswechsel, Urlaub oder Sehnsucht nach Urlaub. Eine große Aufgabe kommt auf dich zu. Du wirst beauftragt. Ein Auftrag. Das ist die große Aufgabe. Ein Auftrag, der für dich sehr nicht nur lukrativ ist, sondern dein Ego bedient. Ein Auftrag, der trotz allem wohldurchdacht sein möchte. Ein Auftrag, welches sehr vielversprechend ist. Wir schauen, es geht um diesen Auftrag. Ein Schwan, ausschlaggebend für dich, lieber Stier. Ein Schwan insofern ausschlaggebend, dass sie sagen, nehme es nicht mit dem Schwan auf. Wir wissen ja, Schwäne können, wenn verärgert, recht aggressiv sein. Ich weiß nicht, ob es sich um ein Tier, tatsächlich ein physisches Tier handelt oder um die Energie des Schwans. Es geht darum, dass du mit Schattenseiten konfrontiert wirst. Wir werden herausfinden, ob es deine eigenen sind oder die deiner Mitmenschen oder die Schattenseite im energetischen Sinne. Ein Rätsel möchte gelöst werden. Immer wieder kommst du an einen Punkt, der dich eventuell aufregt, der von dir immer wieder eine Lösung abverlangt. Doch wenn du genau hinschaust, es geht immer ums gleiche Thema und du fragst dich, wie man so schön sagt, der Herrschaftszeiten, warum ist das denn so? Weil diese Situation eigentlich von dir eine Schattenseite beinhaltet. Es geht um eine komplett neue Blickwinkelausrichtung, die du erlangen solltest. Bemühe dich darum, denn ansonsten ist das wie hier der Endlosknoten. Die Situation wird sich dir endlos weiter präsentieren. Es geht um ganz was anderes, nämlich nicht um das Ziehen und Zerren, sondern um das Miteinander, lieber Stier. Du befindest dich in der Mitte zwischen den Welten, zwischen Licht und Schatten. Sie gehören beide zu dir. Doch der Schatten möchte dir etwas aufweisen. Du beschäftigst dich im Juli sehr mit den Planeten, mit den Sternen. Es kommen Zeichen. Links oder rechts, wähle die Mitte. Doch die Mitte hat eine Wurzel. Es geht darum, diese Wurzel zu erkennen. Also ich nehme an, wirklich die neue Blickwinkelrichtung zu erlangen. Sie sagen, die Wurzel, Sie zeigen mir einen Rosenstock. Stelle dir einen Rosenstock vor, der schön tief im
in der Erde gepflanzt ist und eine wunderbare Rose kommt hervor, ja. Du kannst nicht erwarten, dass statt der Rosenblüten plötzlich Sonnenblumen daraus hervorgehen, ja. Also es geht darum, auch wenn du jetzt im versinnbildlichen Meaning auf die Sonnenblumen hoffst, doch du hast einen Rosenstock gepflanzt. Ja, es geht wirklich um die komplett neue Blickwinkelausrichtung der Situation. Die 20 und die 8. Gut möglich, dass der 8. Juli ausschlaggebend ist, der 20. Juli oder gar der 28. Merke dir diese 3 Tage. Sie sagen, Frage an dich, ist es der Himmel auf Erden oder die Erde im Himmel? Du siehst etwas nicht. Eben, Himmel auf Erden oder Erde im Himmel. Es geht darum, durch diese Situation endlich hindurch zu blicken. Dieser Auftrag, der da für dich kommt, lieber Stier, sehe ihn als einen Test an. Wir schauen, welche Hauptenergie dir zur Verfügung steht im Juli. Die Hauptenergie für den Stier im Juli. Wow, sehr gut. Du kannst einen 180 Grad Turnaround haben, wenn du die Wurzel anschaust, wenn du dich darum bemühst, einen neuen Blickwinkel zu bekommen. Ein Punkt ist da, ein schmerzhafter Punkt. Das ist die Situation, die immer und wieder angesehen werden will, wo du sagst, Herrschaftszeiten, warum schon wieder? Sie wird sich dir so lange präsentieren, bis du durch den Schatten hindurchgesehen hast. Ist jetzt in keinster Weise negativ, sehr positiv, weil du hast ja auch das Rad des Schicksals, ja. Das 180 Grad Turnaround, es ist möglich. Doch nur dann, wenn du vereinst. Es ist nur möglich, achte auf meine Worte, es ist nur möglich, wenn du vereinst. Eine Stoppuhr, die Zeit rennt davon. Am 10. Juli, wie gesagt, ich bin kein Astrologe, ich kenne mich planetarisch nicht aus, macht euch selbst schlau. Und für jeden mag es auch eine andere Bedeutung haben. Es muss keine astrologische Bedeutung haben, sondern es kann eine feinstoffliche Bedeutung haben. Am 10. Juli ist Planet Erde der irgendeiner Zeitkapsel oder irgendetwas, was die Zeitkapsel versinnbildlicht, beinhaltet, sehr, sehr nah. Fast gibt es einen Berührungspunkt, aber nur fast. Stehst du zwischen diesem Berührungspunkt oder ist dieser kleine Freiraum komplett frei? Gut möglich, dass du von A nach B fährst, über See fährst, also über das Meer, fährst, fliegst, schipperst, was auch immer. Eine Orange. Orange könnte im Ernährungsbild die Lösung sein. Bitte, wenn es um irgendwas Medizinisches geht, fragt immer einen Arzt, holt euch Rat, lasst euch beraten.
Also Orangen, ausschlaggebend für euch. Vielleicht sucht ihr noch nach irgendeiner Geheimingredienz. Es kann möglich sein, dass bei einigen Stieren am Auto irgendein Schlauch locker ist oder morsch ist, reißt. Bitte Vorsicht davor, bevor ihr, wie gesagt, eine Reise tätigt. Falls ihr diese, ja, reißt, absolut Vorsicht, das ist die Bestätigung. Aber es kann auch gut möglich sein, dass es von Dritten durchgeschnitten wurde, auf das ihr nicht verreisen könnt. Also, wer eine Reise plant, bitte lasst, falls ihr mit dem Auto verreist, euer Auto vorher gut durchchecken. So, es geht darum, lieber Stier, dass du in der Situation, in der du dich befindest, wo du eine Lösung möchtest, weil sie sich immer wieder präsentiert, Hilfe annehmen sollst. Ich weiß, du liebst es alles, selbst zu durchdenken, keine wirklichen Ratschläge anzunehmen, beziehungsweise dich an wirklich gute Ratschläge von deinen Liebsten oder von Profis, je nachdem, von wem du diese Ratschläge verlangst, dass du sie dir zwar anhörst, doch nie danach handelst. Vielleicht solltest du genau auf die Situation, die sich dir immer wieder präsentiert, mal einen Ratschlag wirklich annehmen. Es geht darum, sich zu befreien. Sie sagen, wie bei der Schafschur. Bedeutung: Die Schafe, die zu einem bestimmten Zeitpunkt geschert werden, aber es geht in diesem Fall nicht darum, dass aus der Wolle etwas gemacht wird, das lassen wir jetzt außer Acht, sondern es geht um das Schaf, auf das Schaf sich von Altem befreit, das alte Fell, der dicke Pelz. Und das ist bei dir genauso. Also ist jetzt keine Beleidigung, bitte, dieser Vergleich mit der Schafschuhe. Es soll dir nur versinnbildlichen, worum es geht. Und das siehst du nicht. Und vielleicht solltest du eben etwas mal ganz anders machen oder an dir selbst, ja, dich von irgendetwas befreien. Denn immer wieder hast du versucht zu kitten, immer wieder, ja schau her, immer wieder hast du nicht nur versucht zu kitten, sondern gehst immer die gleichen Wege und wunderst dich dann, dass dabei nichts Neues rauskommt. Doch eben wie gesagt, wenn wir immer gleich viel Salz in die Suppe geben und sie jedes Mal versalzen ist, ja, du weißt, was gemeint ist. Also, es geht um deine Erwartungen. Übernehme Verantwortung für deine Erwartungen, denn deine Erwartungen, vor allem wenn du mit einem Wasserzeichen zu tun hast, deine Erwartungen einem Wasserzeichen gegenüber oder, ja doch, nein, kein oder sagen sie, diese Erwartungen bringen das Wasserzeichen zum Explodieren. Was aber gut ist, weil daraus kann wieder Neues entstehen. Vorsicht bei den Stieren, die feinstofflich arbeiten. Vorsicht bei den Stieren, die Schamanen sind. Vorsicht bei den Stieren, die sich an Menschen wenden, die feinstofflich sind, Schamanen sind, um etwas Ritualmäßiges in Auftrag zu geben. Es geht hier um eine innere Rebellion, eine innere Rebellion.
Vorsicht vor Blutungen. Es geht um eine Rebellion. Doch es geht nicht um die Rebellion, sondern es geht um die Erneuerung, die du eigentlich suchst, lieber Stier. Und die Erneuerung kannst du nicht finden auf diesem Weg, auf dem du bist. Das heißt nicht, dass es der falsche Weg ist, um Gottes Willen. Immer auf diese Situation gemünzt, die sich dir immer wieder präsentiert. Du wägst sehr, sehr viel ab. Wie viel Verantwortung bist du bereit zu tragen? Für dich in dieser Situation und für andere. Der göttliche Funke lässt dich hinter den Schleier blicken. Doch der Auftrag, der dir gegeben wird, entscheide dich. Es ist wie als ob du dich entscheiden müsstest, also versinnbildlich, gell, bitte, um Gottes Willen, nur damit du weißt, welches Ausmaß es hat. Innerer Frieden, Erfüllung, oder Rennen, Ego wird bedient, absoluter Ruhm. Natürlich kannst du auch beides haben. Doch es kommt auf die Ausführung und Durchführung drauf an. Sehr interessant. Birkenblüten, ausschlaggebend. Wir machen weiter im Extended, lieber Stier. Ich beginne dort mit dem Tarot und wir gehen mehr ins Detail, schauen, welche Menschen auf dich zukommen, mit dir interagieren, was sonst der Juli bringen möchte. Ich warte dort auf dich. Bis gleich. Ciao.